Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video, in dem es heute um gefährliche Webcam-Abdeckung gehen soll. Wenn du eine solche Webcam-Abdeckung auf deinem MacBook installiert hast, dann würde ich dir empfehlen, dir dieses Video einmal ganz anzuschauen, denn sie können den Display beschädigen und somit sehr, sehr teuer werden. Mein Name ist Stefan von den Notebook Nerds und wir starten jetzt direkt ins Video. In den letzten Tagen bekommen wir immer häufiger MacBooks mit defektem Display eingeliefert. Was uns hierbei aufgefallen ist, dass sehr viele dieser MacBooks solche Webcam-Abdeckungen installiert haben. Die sind eigentlich wunderbar und sehr praktisch, weil man sich sicher sein kann, sobald das Kläppchen zugeschoben ist, dass auch wirklich niemand diese Webcam nutzen kann, um einen auszuspionieren. Aber sie haben auch einen sehr großen Nachteil, denn hierdurch funktioniert die Druckverteilung des Displays nicht mehr richtig und der Display kann schnell brechen. Um euch zu erklären, warum das so ist, schauen wir uns das Ganze jetzt mal aus der Nähe an. Die Ränder dieser Displays haben hier so eine Gummilippe, wie ihr seht. Diese Gummilippe ist etwas erhaben, das bedeutet, sie steht so ungefähr 0,5 Millimeter raus. Das hat den großen Vorteil, dass sobald der Display zugeklappt ist, der ganze Druck nicht auf dem Displayglas ruht, sondern eben hier einmal komplett ringsum laufend auf der Gummilippe liegt. Die Gummilippe gibt den Druck dann wiederum an das Aluteil auf der Rückseite des Displays weiter. Das hat sich Apple also schon recht clever überlegt, zumal hierdurch auch die Tastatur vor Staub geschützt ist, sobald das Display zugeklappt ist. Das Problem beginnt nun aber, sobald wir eine solche Webcam-Abdeckung aufbringen. Der Druck wird nicht mehr schön über die Lippe verteilt, sondern liegt punktuell auf einem Punkt des Displays auf. Genau an dieser Stelle kommt es dann zum Bruch des Displays, was schnell Kosten von 500 bis 1000 € verursacht. Wie sich das Problem bei zugeklapptem Display bemerkbar macht, möchte ich euch nun als nächstes zeigen. Bei diesem 13 Zoll MacBook Pro ist ebenfalls eine dieser problematischen Webcam-Abdeckungen verbaut. Wenn ich nun den Display wieder zuklappe, können wir hier auf der linken Seite erkennen, ihr seht, es schimmert leicht durch und der Display ist hier etwas weiter geöffnet. Der Display liegt also nicht mehr schön auf der Lippe ringsum auf, sondern eben hier in der Mitte auf der Kameraabdeckung. Der ganze Druck des zugeklappten Displays liegt somit hier auf einer kleinen Stelle auf. Im ersten Moment wird der Display dies sicherlich aushalten. Es wird aber schnell problematisch, sobald Druck auf den Display ausgeübt wird, sei es durch eine Tasche oder eben auch durch zu schnelles Zuklappen des Displays. Ein Kunde von uns hat uns zum Beispiel einmal berichtet, dass er mit seinem Gerät durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen musste. Die Beamtin hat das Display einmal zu schnell zugeklappt und später, als er das Gerät dann wieder nutzen wollte, ist ihm aufgefallen, dass es nicht mehr anging. Zu viel Druck auf einer kleinen Stelle verträgt euer Display also leider nicht. Ihr solltet also unbedingt einmal bei euch zu Hause testen, ob ihr eine solche Webcam-Abdeckung verbaut habt. Wenn dies der Fall ist, können wir euch nur dringend empfehlen, diese zu entfernen. Wir machen das hier nun auch direkt einmal und zeigen euch im gleichen Zug dann einmal die Alternative zu diesen Abdeckungen. Das sind ganz einfache, sehr, sehr dünne Folien. In diesem Fall hier mal eine mit Notebook Nerds Aufdruck. Die gibt es aber selbstverständlich auch einfach nur in schwarz. Diese Folien machen keinerlei Probleme, da sie ja nicht mal 1 mm dick sind und somit wesentlich dünner als die eigentliche Gummilippe. Ihr könnt sie problemlos ablösen und auch wieder dran kleben, je nachdem, ob ihr eure Webcam braucht oder nicht. Wenn wir das MacBook nun noch einmal zuklappen, sieht das Ganze jetzt schon ganz anders aus. Ihr seht, sowohl links und rechts sehen wir keine Spalten mehr. Ich kann auch mal hier so drücken und ihr merkt, am Display kippelt gar nichts mehr. Es liegt also wieder komplett bündig
auf der Gummilippe auf und somit ist euer Display wieder optimal geschützt. Das war's soweit von diesem kurzen Video. Ich hoffe, ihr könnt dank diesem Video einiges an Kosten sparen. Prüft einmal bei euch zu Hause, ob euer Display kippelt. Wenn das so ist, nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Entfernt am besten sofort die Abdeckung. Wenn es nicht kippelt bei euch, würde ich euch trotzdem empfehlen, solche Display-Abdeckungen zu entfernen und stattdessen auf eine Folie umzusteigen. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.